Morgen, ich grüße euch zu diesen 5 Minuten aus dem Wort Gottes. Und ich möchte eine Stelle lesen aus Philipper, Kapitel 3, Vers 7. Und da steht, früher, da spricht Paulus, früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn, aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja wirklich, alles andere scheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen des Gesetzes kam, sondern auf die Gerechtigkeit, die ich durch den Glauben an Christus habe. Auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und dem Glaubenden zugesprochen wird. Ich möchte nichts anderes mehr erkennen als Christus und ich will die mächtige Kraft, die ihn aus den Toten auferstehen ließ, an meinem eigenen Leib erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben. Und dann auch unter denen zu sein, die aus den Toten heraus auferstehen werden. Diese Stelle hier ist von Paulus und sie ist herausgenommen aus einem Kontext, wo er sein altes Leben beschreibt. Paulus war ein Pharisäer, ein gelehrter Mann, ein sehr angesehener Mensch. Er sagt, er wurde gelehrt oder ausgebildet von den besten Pharisäern, von den intelligentesten Köpfen seiner Zeit, von den religiösen Menschen in Israel. Und er war finanziell oder auch gesellschaftlich, kann man sagen, erfolgreich, weil er zu einer Gesellschaftsschicht gehörte, die angesehen war, die sehr viele Privilegien hatte. Also sein Leben war in Ordnung. Aber er sagt auch, er war ein Gewalttäter. Er hat die Gemeinde Jesus verfolgt. Er dachte, er tut es aus dem richtigen Grund heraus. Aber er war wuterfüllt, hasserfüllt, gewaltbereit. Und das war der Paulus. Bis zu dem Tag, als er eine Begegnung hatte mit Jesus. Das Wort sagt, dass er unterwegs war nach Damaskus, um die Gemeinde zu verfolgen. Und da hatte Jesus begegnet. Und diese Begegnung veränderte sein ganzes Leben. Alles, was er bis zu diesem Zeitpunkt getan hatte, heißt es hier in dieser Stelle, hält er jetzt für Verlust. Er sagt noch mehr, es ist eigentlich für ihn Dreck. Es ist nicht mehr so wertvoll, wie es vorher war, sondern etwas hat ihn erfasst. Etwas hat ihn ergriffen. Er hat diese Begegnung mit Jesus gehabt. Das Wort sagt, das könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte, er begegnete Jesus. Er lebte eine Umkehr in seinem Leben. Den Weg, den er gegangen war, die Gemeinde Jesus zu verfolgen, war sein altes Leben. Nun war bestand sein Weg darin, die Gemeinde Jesus aufzubauen. Also eine Wendung, und das ist Umkehr. Er hat sein altes Leben hinter sich gelassen und gesagt, ich folge dir nach, Jesus. Er hat geglaubt an Jesus als den Sohn Gottes. Er hat sich taufen lassen im Wasser. Und er wurde getauft im Heiligen Geist. Das war der Startpunkt vom neuen Leben eines Paulus. Und von dort weg war er ergriffen von Jesus. Alles, was er wollte, war Jesus. Ihn zu erkennen, ihn zu erfassen, in ihm verborgen zu sein. Das war das Leben des Paulus. Und das beschreibt er in den Briefen, wie er ergriffen ist von diesem König, von dieser Liebe, die in Jesus war. Er ließ alles zurück. Alles, was ihm wichtig war, war nun für ihn nicht mehr wichtig. Was war ihm nun wichtig? Was haben wir da gesehen? Es schreibt hier in diesem Vers 10, ich möchte nichts anderes mehr erkennen als Christus und die mächtige Kraft der Auferstehung. Ich möchte nichts anderes mehr erkennen. Und wenn wir sein Wort lesen, wir lesen es nicht, um einfach Informationen zu erhalten, um mehr Wissen zu haben, obwohl das gut ist, sondern das Ziel der Belehrung ist, die Liebe Christi zu erfahren und Jesus zu erkennen, was er für uns ist, in ihm verborgen zu sein, ihn zu entdecken. Das ist eigentlich das Ziel der Lehre, ihn und seine Liebe zu entdecken, Jesus zu entdecken. Das ist die erste Priorität. Nicht Information ist die erste Priorität. Wenn wir in diesen Videoblogs über das Wort Gottes gesprochen haben, so war das, um unsere Neugier und Hunger zu erwecken nach dem Wort Gottes. Aber das Ziel der Lehre ist, ihn zu erkennen und seine Liebe, Christus zu erkennen. Das ist so gewaltig,
Das Wort sagt, wenn wir das tun, dann werden wir erfüllt mit der Fülle Gottes. Ich lese noch eine Stelle aus Epheser 3,18. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 18 und 19. Und da steht, damit ihr zusammen mit allen, die von Gott geheiligt sind, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe, Tiefe, das ist die Herrlichkeit Gottes, die Liebe, die Größe des Herrn. Und dann heißt es, um zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Also das Ziel ist, diese Liebe, diesen Christus, Jesus, zu erkennen, durch das Wort Gottes. Und dann heißt es, und dann werden wir zur Fülle Gottes oder mit der Fülle Gottes erfüllt werden. Und das bringt diesen tiefen Frieden, dieses Versöhntsein mit dem Schöpfer. Ein Friede, der allen Verstand übersteigt. Lass uns empfangen, Erkenntnis aus dem Wort Gottes, aber das Ziel heißt immer, die Liebe Christus zu erkennen, die Güte Gottes, Jesus, die Person Jesus zu erfassen, zu erleben. Das ist das Ziel der Lehre. Und so möchte ich dich segnen und kurz beten. Ich danke dir, Herr, für jedes von Zuschauen. Danke für dein Wort, Herr, dass du jedes von uns näher und tiefer hineinbringst in die Gemeinschaft mit dir, Herr Jesus, durch dein Wort. Heiliger Geist, du führst uns in alle Wahrheit. Und so bitte ich dich, für jedes, wo jetzt zuschaut, jedes, wo zuhört, dass du deinen Segen herablässt in einem neuen Maß, Heiliger Geist, dass du jedes Herz umfasst und uns erkennen lässt, diese tiefe Liebe des Herrn Jesus, ganz neu. Vater, ich danke dir in Jesu Namen. Amen. So sei gesegnet, bis zum nächsten Mal. Tschüss.